Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Heute sprechen wir über die Kristalle aus der Wirklichkeit. Eins meiner Lieblingsthemen. Genau. Für die ganz neu da sind, Kristalle aus der Wirklichkeit sind frei verfügbar auf der Seite von dir, Biene. Ja. Und bevor ich dann zu der ersten Frage komme, also damit ihr das auch alle versteht, die ganz neu da sind, die Kristalle sind im Prinzip Symbole. Sie wurden halt als Kristalle benannt, weil Symbole schon behaftet ist mit einer Bewertung. So. Dann erzähl doch mal, Biene, was sind denn die Kristalle aus der Wirklichkeit? Also ich möchte erstmal noch sagen, du hast es schon gesagt, für mich natürlich auch sehr schön, weil sie frei verfügbar sind. Also sie kosten nichts, sie sind kostenlos. Jeder Mensch auf diesem Planeten kann diese Kristalle nutzen. Und es tun auch die Menschen auf den ganzen Planeten. Ja. Also ich weiß noch, ich war mal beim Seminar und dann auf jeden Fall hat jemand aus den Philippinen gefragt, ob sie die Kristalle nutzen darf für ihre Schalen, die sie herstellt. Und für mich ist es halt sehr, sehr schön, dass ich sowas Wertvolles kostenlos zur Verfügung stellen kann. Dürfte man dann vielleicht auch erwähnen, dass wir letztens eine Flasche bekommen haben? Ja. Also auf jeden Fall eine Flasche von einem großen Wasserhersteller. Und beim Rewe gibt's die. Und die verwenden auch, da ist hinten auf dieser Flasche ein Kristall. Genau. Der Geborgenheit, glaube ich, gell? Oder? Nee, der Lebensfreude. Der Lebensfreude. Tanatara, ja. Genau. Waren wir doch erstmal überrascht, oder? Ja, also die Kristalle begegnen einen sehr, sehr oft, wenn man aufmerksam ist. Aber das mit dem Wasser war natürlich, also ich finde es toll, wenn so ein Wasserhersteller, so ein großer Wasserhersteller das nutzt mit den Kristalle. Und wie gesagt, deswegen sind sie ja auch kostenlos, weil, also ich finde es einfach genial, mit Kristalle zu arbeiten. Und das ist auch, was mir persönlich jetzt auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ich mache sehr viel mit Kristalle, weiß aber natürlich auch die Kraft um die Kristalle, aber da kommen wir noch dazu. Deine Frage, schau, so, weil ich so gern mache, rede ich schon von dem, was wir erst später besprechen wollen. Du wolltest ja wissen, deine Frage war, wie sie entstehen. Ja, genau, was sind die Kristalle? Aber die Frage, wie sie entstehen, ist doch eine super Frage. Also Kristalle sind, wie du sagst, Symbole, die aus Tönen der Wirklichkeit geformt werden. Also es sind ganz, ganz viele Töne, die gebündelt werden und dann zu einem Symbol oder zu einem Kristall werden. Okay, das ist ja auch wieder interessant. In unserem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wie du zum Beispiel channelst. Und da ist das Hören ja in diesem Fall sehr wichtig. Also du hörst etwas und aus diesem Hören, aus diesen Tönen, die du hörst, formt sich eine geometrische Figur? Nein. Okay, erzähl es bitte. Also das ist das Einzige, was bei mir anders ist beim Channeln, wenn ein Kristall überbracht wird oder ein Symbol, wie auch immer man das nennen möchte. Also bleiben wir bei Kristalle, ja. Die Töne könnte ich zwar hören, also die höre ich auch, aber ich muss es ja aufzeichnen. Also muss ich was sehen. Und ich schließe die Augen und dann werden mir diese Töne gezeigt und ich muss sie mit geschlossenen Augen zeichnen. Und nur mal so jetzt für die Leute, gell? Und es ist nicht übertrieben, es ist genau die Wahrheit, so wie ich es erzähle. Es gibt nichts, also vielleicht die persönlichen Essenzen, was so viel Arbeit macht, als wie wenn ein Kristall überbracht wird. Also ich brauche manchmal, also kennst du ja die Druckerpapiere, wie viel sind da drin? 500. Und ich habe einmal wirklich, haben mir 500 Seiten Papier nicht gereicht, um diesen Kristall zeichnen zu können, weil die geistige Welt sofort eingreift, wenn auch nur ein Strich nicht genau so ist, wie er sein sollte. Mhm. Oder eine Formation. Was passiert denn dann? Dann höre ich ein Brummen, das Bild geht weg. Und was die Schwierigkeit ist, dass ich dann ich kann es nicht korrigieren, sondern fange wieder von vorne an. Und ein Kristall zu überbringen ist Stunden, also reicht ja gar nicht, von Arbeit, um einen einzigen Kristall aufzuzeichnen. So, und du musst ja immer den Fokus halten. Also das heißt, ich muss die Energie halten, ich muss die Öffnung halten,
dass die Töne und mein drittes Auge so offen haben und gleichzeitig meine Augen geschlossen und da darf nichts in meinem Umfeld sein, was auch nur im Entferntesten mich stören könnte. Ja, spannend, ne? Ja, also dass die Leute auch mal wissen, wie so ein Kristall entsteht. Ja, das ist, und die Kristalle sind grundsätzlich auch deshalb zu uns gebracht worden, weil die geistige Welt einfach verstanden hat, dass wir mit unseren Worten, dass viele wichtige Dinge einfach eine Bewertung tragen. Also wenn ich jetzt sage, Frieden, bedeutet Frieden für mich vielleicht etwas anderes als wie für dich. Für Frau Meier bedeutet es wieder etwas anderes. Und so hat jeder seine eigene Bewertung auf so wichtige Dinge. Und auf einen Kristall, der uns überbracht wird, kann es gar keine Bewertung geben, weil er vorher noch nicht existiert hat. Und dort ist die reine göttliche Kraft innewohnend. Also das heißt, der Kristall, der wird so extrem aufgeladen mit dieser Energie, die dann ständig in dem Kristall zirkuliert. Und du kannst so viel machen mit den Kristallen, weil die Kristalle also die Energie der Kristalle, weiß nicht, wie man das sagt, eine eigene Intelligenz haben. Wenn du sie zum Beispiel zu jemandem schickst, weil du eine Behandlung geben willst, dann kannst du nichts verkehrt machen. Also du kannst nicht manipulativ oder eingreifend wirken, weil der Kristall selber weiß, wie er in dem Gegenüber zu zirkulieren hat. Also das ist etwas sehr Schönes. Wir haben mal am Anfang, weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, 3 Kristalle zu Emoto geschickt, nach Japan. Und Emoto ist bekannt dafür geworden, weil er, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, Energien irgendwie einfriert oder irgendwas oder so? Oder wie macht er das? Er friert Wassertropfen ein und die bilden ihre kristalline Struktur. Mhm. Und je reiner die Information in dem Wassertropfen ist, also energetische Information, desto reiner auch der Kristall im Aussehen. Siehst mal, das habe ich wieder nicht verstanden. Gell? Auf jeden Fall der kennt mich ja gar nicht, der Emoto. Haben wir 3 Kristalle hingeschickt und haben gebeten, ob er die auswerten kann, was er dazu sagt. Das war noch ziemlich am Anfang, wo die Kristalle entstanden sind. Und beim Elixier, bei dem Kristall-Elixier, hat er zurückgeschrieben, er hat sowas noch nicht gesehen. Es ist, als wenn sich, weiß nicht mehr wie viel, weißt du noch, 1000 Mönche niederknien und gemeinsam beten. Ja, so auf eine jeden Kraft Fall, also von der Idee her, hat dieser Kristall, und er war auch sehr berührt. Ja, aber ich glaube, es war sogar, kann das sein, dass es Eschatar war? Oder Eschatar, ja. Weiß ja auch alles nicht mehr so genau. Das ist ja gleich das Nächste, gell? Es gibt ja so viele Kristalle. Ja. Und die Menschen glauben jetzt mit Sicherheit, dass ich alle Kristalle, die ich jemals gechannelt habe, kenne. Und das stimmt halt überhaupt nicht, gell? Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, kenne ich sogar die allermeisten gar nicht. Ich habe meine Lieblingskristalle, mit denen ich wirke und arbeite. Und natürlich die Kristalle, die mir gesagt werden, die jetzt bei einem Schritt von Bedeutung sind, wenn eine Botschaft überbracht wird. Aber es gibt, wenn ich zum Beispiel manchmal einen Schritt von früher wiederhole, ja, mache ich auch manchmal, dass ich einfach Schritte von früher wiederhole für mich selber. Und dann nutze den Kristall, was weiß ich, irgendwas halt. Was du halt eben nicht weißt. Genau. Und dann denke ich mir, was ist denn das für ein Kristall? Habe ich noch nie gehört und so. Und da möchte ich den Menschen auch die Bedenken nehmen. Also wenn es mir so geht, darf es auch jedem anderen natürlich so gehen. Und oftmals ist es bei den Schritten natürlich so, dann wird gesagt, nutze den Kristall und die Leute wissen gar nicht mehr, wie der ausschaut. Aber das macht nichts. In dem Augenblick, wo du dich verbindest mit dieser Energie, zirkuliert sie sofort. Und Kristalle haben eine mehr, als man sich das vorstellen kann, weil wenig darüber gesprochen wird, eine ganz
tiefe Auswirkung auf unsere Dualität. Also ich wüsste jetzt gar nicht so, also das kann ich jetzt nicht genau sagen, möchte auch nicht irgendwas sagen, was ich nicht so wirklich weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ohne Kristalle schwierig werden würde. Weil die Kristalle ja nicht nur uns übergeben werden, sondern sie werden auch dem Erdenbewusstsein überbracht. Also, und wenn man jetzt sich die Gitternetze anschaut, dann sind die durchtränkt mit Kristallen. Weißt du, also dann sind oftmals die göttlichen Attribute, die ja übergeben werden. Und um die göttlichen Attribute bildet sich wie so eine Traube voller Kristalle, die dann weiterhin zirkulieren und zirkulieren und zirkulieren und zirkulieren. Das kann man halt gut sehen. Du schaust mich jetzt gerade so ungläubig an. Nein, gar nicht. Wie kommst du auf sowas? Hast gerade nachgedacht. Ja, klar. Also das, um vielleicht das besser verständlich zu machen, um deinen nachdenklichen Blick, ich kenne ja auch so gut, gell? Wenn jetzt zum Beispiel ein göttliches Attribut wie Frieden, Tyrados, eingebettet wird, gell? Dann ist das göttliche Attribut an sich, es geht ja immer um göttliche Attribute, trägt ein Hauptattribut oder ein Stammattribut, trägt viele kleine Attribute noch mit sich, wie Geborgenheit, wie Dankbarkeit, wie was auch immer. Und das sieht man in Form von Kristallen. Also man sieht die Stammenergie und die kleineren Attribute, die sich dort anschließen, sieht man dann in Form von Kristallen. Das ist wirklich schön. Könnte man denn sagen, dass Kristalle lebendige Wesen sind? Ich finde ja. Also sie sind auf jeden Fall sehr viel lebendiger, als die meisten Menschen das ahnen. Und es gibt viele Geheimnisse um Kristalle, die ich nicht preisgeben darf. Deswegen sind es ja Geheimnisse, oder? Ja. Aber erzähl doch mal bitte ein Geheimnis. Nein, ich erzähle kein Geheimnis. Manchmal ist es auch gut, ein Geheimnis zu lüften. Nee, ich kenn dich jetzt, wollte schon sagen, mein ganzes Leben lang. Ja, so lange kenne ich dich jetzt noch nicht. Aber ich werde immer wieder gefragt von Leuten, erzähl doch mal und erzähl doch mal. Und ich glaube, du kannst bestätigen, wie verschwiegen ich sein kann. Und wenn etwas nicht freigegeben ist, erzähle ich es nicht. Aber ich möchte halt die Mystik darin stärken. Und es ist tatsächlich so. Also die Kristalle, da gibt's noch viel. Man könnte noch viel, viel mehr dazu sagen, was noch nicht gesagt wird. Und warum wird das nicht gesagt? Weil es in der Zeit, also die Energien verfolgen ja immer einen bestimmten Rhythmus und Zyklus. Und das hängt immer davon ab, also einmal wie Gott atmet und zum anderen aber auch, wie die ganzen Gitternetze sich bewegen, wie die zirkulieren. Und je nachdem, wie der Fluss der Zirkulation ist, werden die Kristalle eingesetzt. Und da wir ja in einer sehr besonderen Zeit leben, wo sich tagtäglich was verändert und mit der linearen Zeit irgendwann sich Quintas öffnet, werden sozusagen Sachen freigesetzt bei den Kristallen. Das heißt, die Kristalle haben so eine große Macht, wenn dieses Bewusstsein dieser Macht oder dieser Geheimnis in Anführungsstrichen ins Bewusstsein der Menschen rückt, würde es eine so große Auswirkung haben, die eben jetzt noch nicht so gewollt ist. Genau, ganz genau. Besser hast du es viel besser erklärt wie ich. Du kennst mich doch, Benne. Ja, also Kristalle ist wirklich, also ich lieb's wirklich. Ich bin zwar manchmal, also ich möchte jetzt nicht sagen verzweifelt, aber wenn zu dieser vielen Arbeit noch ein Kristall überbracht wird, dann muss ich schon mal kurz jammern. Ja, aber wenn er dann fertig ist und ich dann die Energie spüre und das ist einfach jedes Mal aufs Neue wieder, also bewegt mich tief. Und wie gesagt, ich habe so meine, wenn man sagen, 20 Kristalle, die ich viel nutze. Und auch meinen Kunden, muss ich nochmal sagen, meinen Kunden, wo ich die Erlaubnis habe, oftmals ganz, ganz viel Heilbehandlungen mit Kristallen mache.
Wie macht man denn sowas jetzt mal für die hier vielleicht ganz neu sind? Also jeder Mensch hat bestimmte Energielinien in sich tragen. Und diese Energielinien, wenn genährt sind, entsteht etwas, was wir nennen es Herzensstrahl. Das ist eine gebündelte Energielinie, die wächst sozusagen aus der Mehrkörper von den Aspekten, wird das gebündelt. Und dort setzt man Kristalle auf und geht mit diesem Herzensstrahl dorthin, wo man die versenden möchte. Also bei Menschen, bei Lebewesen nimmt man den Herzensstrahl. Wenn man etwas Übergeordnetes macht, nimmt man den Sinusstrahl. Aber für Leute, die jetzt nicht wissen, wie das geht mit Herzensstrahl und Sinusstrahl, es reicht ja auch, wenn du tief in der Absicht bist, dir zum Beispiel Osam, den Kristall der Heilung, wenn du den tief in dich aufnimmst, dich mit Osam verbindest und den mit gebündelter Energie, die du bündelst, weiterschickst, das geht auch. Hat zwar dann nicht so ganz diese große Kraft, aber immer noch so viel mehr Kraft, als wie man sich vorstellen kann. Ja, also man kann sich auch einfach diesen Kristall visualisieren. Und wenn man es an einen anderen Menschen schicken möchte, dann über dem anderen den Kristall zum Beispiel visualisieren. Und da ist nichts Manipulatives dran. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das haben wir ja schon auch in dem vorherigen Podcast, wie wichtig das ist, dass die geistige Welt nicht manipuliert und noch wichtiger ist, also nicht noch wichtiger, genauso wichtig ist, dass wir nicht manipulieren und Kristalle kann man nicht manipulieren. Weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel Heilbehandlung gebe, kann ich es mit Kristallen sehr, sehr verstärken. Aber ob es dann zur Heilung führt, liegt nicht an den Kristallen, nicht an mir, sondern an dem Gegenüber. Deswegen kann man eigentlich vergleichen, als wie wenn man für jemand betet. Mhm. Ja, das ist ja auch erlaubt. Also ich kann jeden Abend für dich beten, Benni. Aber dafür schicke ich dir lieber jeden Abend Kristalle. Dankeschön. Fällt dir noch was Allgemeines zum Thema Kristalle ein, was jetzt vielleicht heute noch wichtig wäre? Ja, ich finde halt, dass ein Kristall eine Energie ist. Sie ist durchdrungen mit Segnungen. Ja, das muss man auch noch wissen. Und es gleicht einer Einweihung. Also eine Einweihung ist ja auch eine Energie, die bleibt. Dafür ist es eine Einweihung. Weil Energien lösen sich ja wieder auf. Ja, wenn ich dir heute irgendeine Energie übertrage, dann spürst du das, aber irgendwann löst sich diese Energie wieder auf. Aber wenn du eine Einweihung bekommst, bleibt diese Energie in leichterer Form in dir behalten. Und die Kristalle bleiben immer in ihrer Energie. Im Gegenteil, umso öfter sie genutzt werden, umso stärker werden sie. Und da gibt's natürlich Menschen, finde ich ganz toll, die machen Tassen, die machen Schmuck, die machen Kleidung. Ich habe mal meine jüngste Pionierin, die ich jemals hatte, die hat mir ein Bild von sich geschickt. Und ich weiß nicht, wie alt die war, 3 oder so. Die war noch in so einem Bettstadel gestanden, also mit so einem Gitterbett. Und hinter ihr war die Wand und da war so Benjamin Blümchen und lauter Kristalle. Das war total süß. Ja, schön. Auch ein Thema tatsächlich, über das man wahrscheinlich wieder tagelang reden könnte. Wir müssen es halt jetzt mal begrenzen. Aber auch hier, falls viele Fragen kommen zu einem Thema wie zu den Kristallen, schreibe sie gerne raus und wir machen einen zweiten Podcast. Was wir auf jeden Fall machen, wir nehmen uns einzelne Kristalle raus und gehen tiefer. Besondere Kristalle, es gibt verschiedene Arten von Kristallen. Magenar zum Beispiel ist ein ganz, ganz besonderer Kristall. Und da gibt es einige davon, die haben eine Wirkung für unseren gesamten Planeten und die holen wir raus. Cool. Ne? Freue ich mich drauf, Biene. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Benni.